Ja, sorry, hab Ton vergessen. Sorry. Jetzt solltet ihr mich hören. Genau. Einmal kurz Feedback. Funktioniert alles? Ich versuche beide Chats heute mitzulesen. Twitch ist da, YouTube ist da. YouTube ist ein bisschen langsamer. Aber wir kriegen das hin, denke ich mal. So, wir wollen heute nochmal mit Python anfangen. Und das ist, nun ja, erstmal vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen negativ. Ich mache mal ein bisschen leiser hier, wenn ich übersteuere. Das soll natürlich nicht sein. So, übersteuert nur ein klein wenig. Okay, so, gut. Wunderbar. Okay, cool. Ja, was wir machen... Halleluja, was ist denn heute los? Was wir machen wollen ist, wir wollen heute die Einstiegshürde für Python komplett überwinden, sodass jeder von euch wirklich einsteigen kann und zwar einfach genau da, wo er möchte. Also wir fangen heute wirklich bei Null an, ja, ihr braucht gar nichts, okay? Das ist so das Ziel für heute, das heißt, danach könnt ihr die Videoreihe gucken und ich gebe euch auch eine kleine Hausaufgabe mit, die sozusagen eine kleine Übung ist und ihr werdet sehen anhand der Hausaufgabe, was für ein großes Projekt wir hier in dieser Live-Reihe vorhaben. Also ich will euch da wirklich an die Hand nehmen. Stellt euch in etwa so vor wie eine Art Unterricht. Ja? Also das heißt, wir machen hier was und dann gebe ich euch eine kleine Aufgabe für zu Hause und dort könnt ihr dann weiter dran kniffeln, dran knubbeln und die wird dann immer größer und größer. Ja? Und dann habt ihr irgendwann ein Projekt und dieses Projekt, das ist dann sozusagen euer Endprojekt, okay? Nein, es ist keine richtige Hausaufgabe. Natürlich habt ihr Spaß dabei, es wird ein Spiel, ja? Es wird ein richtiges Game, okay? Also ohne Grafik, aber es wird ein geiles Game. Genau, und das ist das, was wir machen wollen. So, das Ganze geht heute nur ungefähr eine Stunde bis anderthalb. Ich versuche, wie gesagt, auf Fragen zu antworten. Allerdings natürlich wird das vielleicht ein bisschen schwierig werden und deswegen habe ich danach noch für meine Patreon-Supporter im Discord ein Live-Chat oder Voice-Chat quasi, wo man dann einfach in den Raum rein kann und dann könnt ihr mir dort nochmal direkt Fragen stellen. Da kann ich vielleicht ein bisschen direkter drauf eingehen. Der Stream wird danach, wie alle meine Streams, auf YouTube auch natürlich verfügbar sein. Das heißt, ihr könnt ihn im Nachhinein auch noch angucken, aber da könnt ihr natürlich keine Fragen stellen direkt. So, das ist quasi der Vorteil von dem Stream, okay? So, gibt es noch irgendwas, was wir klären wollen? Wenn ja, dann schreibt mir das einfach mal ganz kurz da irgendwo rein und dann wollen wir eigentlich schon direkt anfangen. Gut. Also zunächst einmal, ich habe euch hier mal schon mal die Webseiten offen, die wir brauchen. Das allererste ist, wir müssen hier erstmal natürlich Python runterladen. Wie gesagt, ihr habt heute wirklich gar kein Vorwissen. Achso, richtig, warum kein Linux? Weil ihr auf Linux immer euch über Screen-Tearing beschwert habt und unter Windows habe ich das nicht, deswegen Windows. Aber es ist nur bei Lives und normalerweise bleibe ich auch unter Linux und da werde ich auch zu Hause bleiben. Gut, wir müssen, also ich habe gesagt, gar kein Vorwissen heute, ja. Das ist einfach so quasi das, was wir heute machen wollen, ohne Vorwissen irgendwas hinzubekommen. So, wie gesagt, Einstiegshürde soll überwunden werden. Okay, das heißt, ihr geht als erstes mal auf diese Website hier. Ich poste die gerade mal in beide Chats rein. Einmal und zweimal. Ja, da geht ihr drauf und dann könnt ihr hier unter Downloads eure Version runterladen. Das heißt, unter Linux müsst ihr nichts runterladen, aber ja, es gibt auch bald was für Leute mit Vorwissen. Ich will nur alle abholen, dass wir quasi alle auf demselben Stand sind, okay? Das ist so der Sinn davon. Okay, also ihr geht auf Downloads und dann, wie gesagt, unter Windows oder macOS und dann könnt ihr euch hier ein Release aussuchen. Wir können einfach hier auf dieses Latest Python 3 Release gehen. Das ist immer die neueste Version, okay? Das heißt, ich glaube, heute oder vor ein paar Tagen ist Python 3.8 rausgekommen und die können wir runterladen. So, das heißt, wir klicken da jetzt erstmal drauf und dann sehen wir hier, okay, wunderbar, sehen wir alles, was sich geändert hat. Das ist vielleicht später irgendwann mal interessant, was wir da genau machen wollen damit. Und dann können wir einfach hier, wenn wir da uns einig sind, welche Version wir haben wollen, genau, wollen wir hier Datei speichern haben. Und je nachdem, wie schnell euer Internet ist, habt ihr dann eben Python 3.8 hier. So, und das wollen wir jetzt erstmal installieren. Das heißt, ihr klickt auf diese Datei drauf, ja, und könnt dann hier ausführen klicken. So, und jetzt kommt der Punkt, an dem viele von euch schon gescheitert sind und deswegen zeige ich das hier nochmal ganz genau, okay? Ihr klickt hier auf diesen Add Python 3.8 to Path, okay? Das ist ganz wichtig, dass der Haken da ist. Genau, und ja, dann einfach hier auf Install Now gehen. Wobei, wir gehen mal hier auf Customize, da wird nämlich genauer erklärt, was alles dabei ist. Hier seht ihr, pip wird auch mit installiert, das braucht ihr.
pip ist später sehr, sehr wichtig. Über pip könnt ihr Bibliotheken installieren, sowas wie zum Beispiel, hey, ich möchte jetzt eine Website, beziehungsweise ein Backend von einer Website erstellen. Hey, ich möchte irgendwas anderes erstellen, ja. Da braucht ihr dann pip dafür. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr hier einfach komplett alles mit installiert, okay? So, dann machen wir hier Next. Und dann klicken wir hier auf, je nachdem, wenn ihr mehrere Benutzer habt, könnt ihr hier noch Install for all Users reinpacken. Müsst ihr aber nicht reinpacken. Wobei, wir können es mal machen hier. Und genau, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Gehen hier auf Install. Und ja, in meinem Fall, wie gesagt, ich bin ja hier schon fertig. Das heißt, ich habe das alles schon gemacht. Und ihr müsst das einfach durchlaufen lassen, ja. Und dann habt ihr Python installiert. So, das ist der erste große Schritt, ja. Dann öffnet ihr irgendeinen Ordner. Zum Beispiel, der hier ist völlig egal, was da drin ist, okay? Irgendeinen Ordner in der in eurem Explorer. Drückt dort unter Windows Shift, Rechtsklick und dann gibt es da PowerShell-Fenster hier öffnen. So, das ist das, was wir zunächst einmal machen wollen. Sorry, da ist meine Kamera im Weg, ich muss was gucken, hin und wieder mal. PowerShell-Fenster hier öffnen und dann möchte ich, dass ihr hier einfach nur Python eingebt. Und wenn ihr hier nicht, gut, okay, ich habe Python 3.7.3, ist egal, es ist eine Python-Version da, ja, es kommt kein Fehler. Wenn ihr hier einen Fehler bekommt, dann ist offensichtlich gerade was schiefgelaufen. Ich übersteuere immer noch, wirklich? Hey, was ist denn hier los? Okay, machen wir mich noch ein bisschen leiser. So. Übersteuere ich immer noch? Wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Ein bisschen zurück. So. Okay. Genau. Und ich möchte, dass ihr alle dieses Fenster habt. So. Mein Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, jetzt gebt ihr mir bitte mal ganz kurz Feedback, wenn das bei einem von euch nicht funktioniert hat. Okay? Dass wir hier alle auf demselben Level sind. Und dann kann ich mit euch weitergehen. Das ist nämlich schon die erste große Hürde. Jetzt ist der Ton gut. Sehr schön, wunderbar. Und wie gesagt, das müssen wir alle auf einmal hinkriegen. Unter Mac hast du unter Downloads einfach hier, das sollte eigentlich schon direkt bei dir da angeschrieben sein. Also tatsächlich unter macOS einfach hier. Da ist quasi alles, was du brauchst. Ton ist gut, hat geklappt, wunderbar. Warum nicht Linux, habe ich gerade schon erwähnt, weil unter Linux beschweren sich alle über mein Screen-Tearing. Du kriegst es nicht hin. So, dann einmal bitte kurz sagen, was genau schiefgelaufen ist. Du musst, wenn du im Ordner bist, Shift, also diese Großschreiben-Taste, da wo man große Buchstaben schreibt, ja, und dann rechtsklicken und dann kommt PowerShell-Fenster hier öffnen. Okay, ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Also wir gehen hier erstmal auf python.org, okay? Und dann klicken wir hier auf Down oder fahren über Downloads drüber und dann klicken wir hier auf den Download. Ja. Da klicken oder gehen wir dann auf die heruntergeladene Datei, installieren das alles, indem wir hier auf Ausführen klicken und packen hier den Haken rein bei Add Python 3.8 to Path. Das ist extrem wichtig hier, sonst funktioniert das am Ende nicht. So, und dann gehen wir auf Install Now und gehen einfach den ganzen Fenstern entlang durch. Klicken da mal auf Ja. Ihr klickt nicht auf Cancel, sondern ihr klickt auf Install Now. Ja? Das mache nur ich, weil ich schon installiert habe. Und anschließend gehen wir in einen Ordner rein, egal was für ein Ordner, und drücken Shift und dann Rechtsklick. Und dort ist dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Unter Linux steht da einfach Terminal hier öffnen. Okay. So, wenn ihr jetzt aus Versehen eine alte Version nicht habt, also ihr habt irgendeine alte Version von Python installiert und ihr habt pip nicht, ja. Das merkt ihr daran, dass ihr später kein pip benutzen könnt. Was ihr dann macht, ist Folgendes. Und das ist der nächste Schritt. Ihr nehmt euch diese URL einmal und zweimal. Warum es so zeitversetzt ist, weil Twitch einfach schneller ist als YouTube, deswegen. So, diese URL einmal aufmachen bitte. Und hier gibt es eine Datei, die nennt sich getpip.py. Ja? Da macht ihr Rechtsklick drauf. Also egal, was hier steht, das einfach völlig ignorieren, okay? Wenn ihr pip nicht mit installiert habt, also wenn ihr mit irgendeiner alten Python-Version arbeitet, die vielleicht schon vorinstalliert war und ihr merkt, oh shit, pip ist nicht da, dann macht ihr hier Rechtsklick drauf und dann Ziel speichern unter, okay?
Und das ist dann quasi, das soll hier einfach runtergeladen werden. Also ihr seht, ich habe das Ding schon, einfach speichern drücken. In meinem Fall muss ich sie ersetzen und dann habt ihr getpip.py. So, das ist das erste, was wir auch noch machen wollen. Und dann öffnet ihr den Ordner, in dem ihr diese getpip.py habt. Okay? So, und jetzt drückt ihr in diesen Ordner Shift, Rechtsklick, so wie wir es gerade gewohnt sind. Dann steht hier wieder PowerShell-Fenster hier öffnen, beziehungsweise Terminal hier öffnen unter Linux. Und das machen wir wieder. Dann kommt dieses komische blaue Fenster. Und dann tippen wir hier ein Python. Und Achtung, jetzt nicht direkt Enter drücken, sondern Leertaste. Und dann geben wir ein Get und dann Shift. Tab. Get und dann Tab. Ja, dann wird das Auto vervollständigt. Dann steht da ./getpip.py. Okay? So. Haben wir das? Dann einmal Enter drücken. Das dauert dann ein bisschen. Und was das im Endeffekt ist, das installiert bei euch pip. Das ist eine Python-Datei, die installiert pip für euch. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was hier passiert. Im Endeffekt könnt ihr euch diese Datei auch angucken, indem ich hier einfach rechtsklicke und dann bearbeiten oder, ja, machen wir mal bearbeiten. Dann könnt ihr euch die komplette Datei durchgucken, wobei das wirklich kein Spaß ist. Also die Datei ist nicht so schön geschrieben. Aber ihr könntet es theoretisch machen. Und ja, dann habt ihr pip erfolgreich installiert, okay? So, das ist eine Variante, wie man pip installiert und meiner Meinung nach die einfachste. Falls ihr pip nicht automatisch mit installiert habt. Okay, so, da hatte ich jetzt gerade gesehen, dass jemand einen Fehler hatte. Okay, ja. Das muss man nur machen, wenn man beim Python-Installer, wenn du da quasi eine alte Version hast oder aus Versehen pip nicht mit installiert hast. Die beiden Sachen brauchen wir. Du weißt nicht, warum die Command-Line nicht angezeigt wird. Es schiebt sich immer PyCharm vor. Wie meinst du das? Wie habe ich mich so nahtlos in den Screencast reinbekommen? Das Programm nennt sich OBS. Gut. So. Okay, ich glaube, wir sind alle auf demselben Level. So, das heißt, wenn ihr jetzt hier Python eingebt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, irgendwas zu programmieren. Die Frage habe ich leider nicht ganz verstanden. Okay. Ja, genau, richtig. Das ist vielleicht noch wichtig. Ihr dürft nicht auf eine Datei Shift rechts klicken. Das funktioniert nicht, sondern ihr müsst irgendwo in den Ordner Shift rechts klicken. Also in den Ordner rein, nicht auf die Datei drauf Shift rechts klicken, sondern wirklich in den Ordner und dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Nicht auf die Datei. Okay, gut. So. Jetzt sind wir alle auf demselben Level, haben Python offen. Ist das okay? In Mac hast du eigentlich nur einen Rechtsklick und dann in Terminal oder wie das heißt auf Mac. Windows-Taste R und CMD eingeben. Ja, das funktioniert auch, aber das ist komplex, wenn man da den Ordner nachher noch wechseln muss. Gut. So, wunderbar. Jetzt machen wir weiter. Das heißt, ihr habt jetzt alle Python soweit installiert und wir können jetzt unsere IDE installieren. Ich weiß, das Tutorial zu der IDE ist sehr, sehr weit hinten, aber ich glaube, mit IDE fällt es vielleicht dem einen oder anderen leichter als jetzt eben ohne IDE. Eine IDE ist eine Entwicklungsumgebung. Das heißt, ihr habt nicht nur einfach nur das Ding da, das blau oder je nachdem, was ihr aufhabt, schwarze Fenster, sondern ihr habt halt wirklich eine Entwicklungsumgebung, mit der ihr alles machen könnt. Ihr könnt debuggen, ihr könnt den Code ausführen. Ihr braucht dann eigentlich nicht mal mehr in euer PowerShell gehen. Und ich glaube, das macht es vielen am Anfang zumindest leichter. So, deswegen gehen wir hier auf PyCharm. Ich poste nochmal den Link hier in den Chat rein. Einmal und zweimal. So, ihr habt den Link. Das heißt, wir sind jetzt hier auf PyCharm. Da gibt es zwei Varianten. Wenn ihr Student seid zum Beispiel, könnt ihr PyCharm die komplette Profi-Version kostenlos bekommen. Das funktioniert wunderbar. Wir werden hier natürlich mit der kostenfreien Version für alle kostenlos übrigens anfangen. Und deswegen gehen wir hier auf Download.
anschließend auf die Community Edition, okay. Das heißt, hier einmal auf Download klicken und dann öffnet sich automatisch dieser Download-Bereich. Das ist nicht viel, das sind nur 250 Megabyte. Ich glaube, das kriegt sogar deutsches Internet hin. Zumindest das meiste deutsche Internet kriegt das hin, okay. Gut. Und dann haben wir hier die PyCharm Community Edition, die wir starten können. Also einmal draufklicken, ganz normal quasi öffnen, ausführen. So, und jetzt haben wir hier wieder eine Installation, die wir sozusagen da einmal durchhaben wollen. Und das dauert leider ein bisschen. Na komm, mach's auf. Machen wir es nochmal. Okay, genau. Währenddessen schaue ich mir Fragen von euch an, während das sich bei mir öffnet. Ah, da sind wir. Okay, wir klicken selbstverständlich auf Ja. Und in meinem Fall steht hier, dass ich schon eine Version installiert habe. Das ist okay, das ist normal. Wir klicken hier auf Ja, also in meinem Fall jetzt, weil ich es drüber installieren möchte. Wir gehen auf Next und dann muss ich erstmal sozusagen meine alte Version deinstallieren. Das kann bei euch auch der Fall sein. Und ich gehe da ganz langsam durch, das ist völlig okay. Falls ihr irgendwie die 2018er Version oder sowas habt. PyCharm sollte man immer mal wieder upgraden, weil es irgendwie immer wieder auch besser wird, okay? Heißt, wir gehen auf Next und dann wird das einfach quasi in Müll verschoben, ja? Das heißt, ich delete einfach mal alles, was ich da hatte, uninstall. So, und währenddessen könnt ihr da getrost und in Ruhe eure PyCharm-Version installieren. Vielleicht hatte, wie gesagt, der ein oder andere von euch schon PyCharm installiert. Bei manchen kann es sein, dass das jetzt nicht nötig war. Ihr landet dann einfach direkt in diesem Fenster. Das heißt, ihr könnt einfach direkt die Installation starten. Und ja, ihr geht auf Next. Und was wir hier machen ist, wir wollen .py Optionen oder Endungen assoziieren. Ja? Das bedeutet, wenn wir eine .py-Datei haben und dort einen Doppelklick drauf machen, dann wird die automatisch in PyCharm geöffnet. Also quasi wie ein Standard-Öffnungsprogramm. Ja. Das ist einer der Vorteile. Dann machen wir hier ein Kontextmenü, Add Open Folder as Project. Das ist quasi, wenn ihr, das wollen wir natürlich nicht mehr haben. Sekunde. So. Wenn ihr auf einen Ordner klickt, lass mich mal kurz einen Ordner hier erstellen. Mein Ordner. Völlig egal, wie man den jetzt gerade nennt. Wenn ihr den rechts klickt, dann könnt ihr den nachher mit PyCharm aufmachen, direkt. Ja. Und dann haben wir hier noch den 64-Bit-Launcher, den packen wir auch rein, dann haben wir es, oder halt quasi für euer Desktop-Icon, ja, dann habt ihr quasi PyCharm direkt auf dem Desktop rumfahren und das erinnert euch immer dran, dass ihr vielleicht mal wieder ein bisschen coden wollt oder so. Und dann können wir hier den Launcher in unseren Pfad reinschreiben, wenn wir das wollen, aber dann müssen wir neu starten, also euer PC muss sich dann neu starten und in meinem Fall wäre das gerade ein bisschen ungünstig, glaube ich, weil ich hier an 2 Livestreams hänge und ne, deswegen lassen wir das mal. Genau, da machen wir einfach weiter und install. Und dann müssen wir kurz warten. Genau, die Lizenz ist immer ein Jahr gültig, danke dir. Also wenn du quasi einen Monat bevor dein Studium zu Ende ist, die Lizenz nochmal anfragst, dann kannst du es auch noch 11 Monate nach deinem Studium inoffiziell benutzen sozusagen. Aber dann musst du halt kaufen. So, was würde einem der weitere Haken bringen? Dann kannst du PyCharm, soweit ich weiß, aus der Command-Line starten. Also nicht wirklich relevant. Genau. Okay. Ja, wunderbar. Und jetzt starten wir das Ganze. Also wir klicken hier auf Run. Okay. Py-m pip-v für Mac nicht funktioniert. Ja, dann machst du doch über die getpip. So wie ich es dir gezeigt habe. Und ja, das Video kommt auf YouTube. Dankeschön. Das ist quasi automatisch, macht YouTube das für euch. Also es wird einfach danach direkt freigegeben. Okay? Da muss man gar nichts mehr machen sozusagen. Gut, wir starten das Programm. Ja, das stimmt tatsächlich. Adobe schenkt einem überhaupt nichts und JetBrains macht wirklich gute IDEs. So, bei euch wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, hier irgendwelche Configs zu importieren. Deswegen mache ich mal auch Standard-Import bzw. Do-Not-Import-Settings, weil
ich tue jetzt mal so, als hätte ich vorher nie irgendwas gehabt. Also do not import settings. Wir importieren quasi gar nichts. Klicken auf OK. Und dann können wir uns hier aussuchen, was wir haben wollen. So, ich weiß, bei euch beschweren sich manche so ganz gerne mal über meine IDE. Ja? Ich persönlich nehme ganz gerne Light, aber ich weiß, dass ihr lieber Dark habt, also Darkula, nicht Dracula, Darkula. Deswegen lassen wir das jetzt mal so. Wir wollen hier nichts weiter installieren. Wir können allerdings, und das, ja, also wir müssen hier nichts machen, aber wir können mal Markdown installieren, was eigentlich nicht schlecht ist. Dann können wir so Sachen wie readme.md-Dateien schreiben und lesen. Wir können auch IdeaVim installieren, aber das steht dabei, wenn man mit Vim vertraut ist. Und wie gesagt, ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse vorausgesetzt für heute. Das heißt, das machen wir definitiv nicht, okay? Also das heißt, wir machen einfach mal nur diesen Markdown Language Support und starten. Also. Und jetzt sollten alle bei diesem Fenster angekommen sein. Hoffe ich mal. Okay. Was ist der Unterschied zwischen der kostenpflichtigen und der kostenlosen Version? Es gibt eine Feature-Liste, ich habe die aber nicht komplett im Kopf. Da gibt es einige Sachen. Wunderbar, funktioniert alles. Viel Spaß für jeden Beginner in Vim, ja, das ist tatsächlich kein Spaß. Live-Tutorial, auch eine Idee, ja genau. Wie gesagt, ich möchte hier sozusagen eine Grundlage bilden, dass man mit meinen Videos auch klarkommt und da vielleicht auch merkt, okay, die Videos sind immer noch gültig für die aktuelle Version von Python. Da hat sich einfach nichts geändert. So, ich kriege nur positives Feedback. Es leckt bei 130p. Warum benutze ich bei Kotlin kein IntelliJ? Weil ich ein Idiot bin, deswegen. Eclipse ist auch okay, sagen wir es so. So, ich sehe eure Kommentare, ich antworte nur nicht auf alle. Ich versuche irgendwie so beim Thema zu bleiben, okay? Gut, ich krieg nur positives Feedback, wunderbar. Gut, dann fangen wir hier an und machen mal Folgendes, ja. Also wir können hier jetzt ein neues Projekt erstellen, wir können was öffnen und wir können von Version Control irgendwas machen. Das machen wir definitiv nicht jetzt. Das ist zwar auch nicht unbedingt Zeit für, oder in Python so drin, aber es ist durchaus noch relevant. Das werden wir noch tun, aber wir erstellen uns jetzt einfach mal ein neues Projekt. Okay? So. Wir gehen einfach hierher und machen ein Standardprojekt unter dem Standardordner. Wir machen rein gar nichts. Wir nennen das Projekt einfach mal Morpheus School 1. Ja? Und jetzt gehen wir hier unter diesen Project Interpreter. Ja? Wir gehen hier nicht auf die Virtual Env, sondern wir nutzen einen Existing Interpreter. Wir klicken hier quasi drauf und dann werdet ihr hier feststellen, dass hier kein Interpreter auswählbar ist. Das heißt, wir gehen auf diese 3 Punkte. Hey, das leckt heute mal. Gehen dann auf Systeminterpreter und anschließend könnt ihr hier im besten Fall python.exe auswählen von da, wo ihr es installiert habt. Okay? Gut. So, wir gehen auf OK und dann auf Create. Und dann habt ihr euer erstes Python-Projekt sozusagen geöffnet. Gut, die Tipps, die könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr aber nicht. So, und was wir jetzt haben ist, wir haben hier links, ja gut, das scannt erstmal durch, das dauert ein bisschen. Und wir haben hier links den Ordner Morpheus School. Und hier haben wir dann irgendwelche External Libraries und so weiter und so fort. Das brauchen wir nicht. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir erstellen unsere erste Python-Datei und das ist auch schon so ziemlich das, was ich euch heute zeigen wollte. Also quasi, dass wir wirklich gemeinsam einen Punkt haben. Und dann will ich euch noch zeigen, was ihr für die Hausaufgabe oder für die Übung, ja, ich nenne es jetzt lieber mal Übung, was ihr dafür braucht. Gut. Okay, alle soweit? Wunderbar. Sehr schön. Okay, wir machen hier einen Rechtsklick auf den Ordner drauf, also einfach quasi auf das Ding einen Rechtsklick. New, das steht für neu im Englischen. Und dann Python-File. So, und jetzt könnt ihr hier einfach den Namen von eurer Datei eingeben. Das heißt, kann ich nochmal zurück
in die Settings im Projekt. Das waren einfach die Standard-Settings. Also du meinst die Version. Warte, ich probiere das nochmal ganz kurz. Noch jemand Probleme damit gehabt? Wobei, wir können eigentlich auch ein neues Projekt erstellen. Neues Projekt und dann hier unten auf Existing, also Project Interpreter, Existing Interpreter nehmen. Dann auf die 3 Punkte. Und dann gehen wir hier auf System Interpreter. Und dort dann auf... Das sollte eigentlich da sein. Ja gut, ich meine, wir haben es schon vorne ausgewählt. Wahrscheinlich wird es deswegen nicht mehr angezeigt. Das wäre dann ein anderer Systeminterpreter, was in dem Fall nicht geht. So, deswegen haben wir hier die Python 3.7 und dann eben auf Create, okay? So. Man kann ihn auch noch im Nachhinein ändern, ja, das ist korrekt. Aber die Frage war gerade wegen dem, was ich schon gezeigt hatte, ob ich da nochmal hin zurück kann. Genau, Dankeschön fürs Beantworten, ja, das ist super. Cool, okay, dann machen wir mal weiter hier. Gehen auf New Python File und nennen unsere Datei Dialogsystem, okay? Das ist das, was wir machen wollen. Also nicht heute, das ist quasi eure Übung und wir wollen das dann zusammen vielleicht irgendwann mal machen oder das nächste Mal. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meine Optionen gehen. So, wo war das? Wobei, nee, das ging doch irgendwie so, oder? Schade. Okay, könnt ihr es so lesen, wenn ich sowas eingebe oder ist euch das viel zu klein? Kein negatives Feedback ist auch Feedback. Wunderbar. Ist ein bisschen klein. Okay, dann probiere ich das ein bisschen. Okay, Moment. Dann muss ich mal ganz kurz hier Pause machen. Ihr probiert mal in der Zeit das Ganze zu installieren, ja? Und Sekunde, das muss auch weg. Okay, wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt bei dem Installieren, dann schreibt ihr mir einfach. Und ich schaue mal ganz kurz. Und währenddessen mache ich einfach mal meine Schrift ein bisschen größer. Und ja, wir hören uns gleich wieder. Einfach näher an den Bildschirm gehen, ist auch eine super Lösung dafür. Warum ich euch jetzt gerade rausgeschnitten habe, ich möchte eigentlich nicht, dass ihr unbedingt euch da von den Settings überfordern lasst. Und nein, Steuerung Plus und Steuerung Mausrad funktioniert leider nicht richtig. Also, zumindest hier gerade nicht. Ich scrolle gerade auch, ne? Geht nicht. Okay. Cool. Meine Discord-Einladung ist ungültig. Da gucke ich nachher mal rein. Sollte eigentlich gültig sein. Gut. Warum PyCharm und nicht Visual Studio oder Visual Studio Code? Weil PyCharm besser ist. Deswegen. So. Okay, wir sind alle auf demselben Nenner. Das heißt, was wir jetzt machen, ist was eigentlich schon lange getan hätte werden sollen. Wir printen was aus, ja. Und zwar das obligatorische Hello World. Ich möchte, dass ihr auch ein Hello World schreiben könnt. Aber was wir auch machen ist, wir fragen auch noch die Welt, wie es ihr geht, ne? Wobei, wir machen das so. Wenn wir schon Englisch Hello World schreiben, dann machen wir auch ein How are you? So, okay. Gut, es funktioniert nicht. Ich kann im Shell-Fenster nicht Python get. Da kommt ein Fehler. Schreibt mir nachher auf Discord bitte. Das sollte. Aber das brauchst du eh nicht jetzt direkt am Anfang. Wie man vom Anfänger zum Fortgeschritten wird, ist eigentlich wirklich Übung. Ganz langsam dich rantasten. Und ja, in diesem Sinne habt ihr diese beiden Prints hier hoffentlich fertig. Ja. Gut. Okay, was wir dann machen, ist, wir gehen hier oben auf Add Configuration. Okay. So. Und dann hier auf die Templates, beziehungsweise wir können hier einfach auf das Plus gehen und dann auf Python. So. Und da oben kann man einen Namen eingeben. Das ist einfach nur für euch, dass ihr wisst, was das sozusagen ist. Also, was da eigentlich gerade so der Fall ist.
Und anschließend können wir hier sagen, okay, wir nennen das Ding mal Dialogsystem. Denn das wird es hoffentlich irgendwann. Dialogsystem, da braucht ihr keine Endung, kein irgendwas reinpacken oder so. Das ist völlig okay. Und dann klicken wir hier hinten auf den Ordner drauf. So, dann hier auf eure Python-Datei im Endeffekt. Die sollte schon fast ausgewählt sein. Ja? Und dann habt ihr hier eben dieses Dialogsystem.py. In meinem Fall genau der Name, der da steht. Das muss es sein. Einmal OK. Und dann klicken wir hier nochmal auf OK. Und hier könnt ihr übrigens nochmal den Python-Interpreter wechseln, wenn ihr das wollt. Also ihr könnt dann, I don't know, auf irgendwas anderes wechseln, wenn ihr zum Beispiel noch einen Python 2.7 habt. So, wir gehen auf OK. Und dann habt ihr hier oben plötzlich diesen grünen Button. Und wenn ihr diesen grünen Button habt, dann könnt ihr es starten. So, und dann haben wir hier eben dieses Hello World und dieses How are you? Okay. So. In der Uni lernt ihr mit 2.7. 2.7 wird nicht mehr lange unterstützt. Das fällt ab 2020, soweit ich weiß, komplett raus. Okay, gibt es diese Streams in regelmäßigen Abständen? Ja, ich versuche die so häufig wie möglich zu machen, wenn sie gut ankommen. Und ich glaube, sie kommen gut an, wenn ich mir die Zuschauerzahlen gerade angucke. Dann auf jeden Fall. Okay, da hat auch gerade jemand angeboten, wenn ihr direkt Fragen habt, könnt ihr mit dem schon in einen Talk gehen, dann kann der euch direkt helfen. Das ist super lieb von dir, ich danke dir. Gut, wunderbar, funktioniert bitte mehr. Und wie bekommt man die Schrift so groß? Soll ich das jetzt doch zeigen? Okay, ich zeige euch, wie man die Schrift groß kriegt, aber bitte nicht überfordern lassen von den Einstellungen, okay? Wir gehen hier auf File, Settings und dann ist das wahrscheinlich so bei euch standardmäßig. Irgendwie so müsste es aussehen. Dort macht ihr das Ding zu, geht auf Editor und dann auf Font. Und hier könnt ihr dann die Schriftgröße einfach eingeben, die ihr haben wollt. Und das ist eine 25 bei mir. Ich kann sie aber noch größer machen, wenn ihr das wollt. Also ich kann sie auf 30 stellen oder machen wir mal 28. Aber nicht überfordern lassen. Also es gibt so viele Einstellungen bei dem Ding, da kann ich nicht drauf eingehen gerade. Wie gesagt, das ist wirklich für die Grundlagen. Also das müsst ihr auch nicht machen, was ich gerade gemacht habe. So. Okay, jetzt haben wir die grundlegenden Dinger hier gemacht, okay? Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist was sehr Interessantes. Wenn ihr noch nie programmiert habt, dann ist das vielleicht schon die erste Hürde. Ihr seid jetzt aber auf jeden Fall in der Lage, meine Videos zu gucken, okay? Das ist so das Grundding gewesen. Also das ist jetzt quasi, jetzt habt ihr die Möglichkeit, einfach hier euer Python reinzuschreiben und dann hier auf den grünen Button zu klicken und dann wird er ausgeführt. Lasst euch von dem hier nicht irritieren. Das ist im Endeffekt einfach, benutze Python, um diese Datei auszuführen, okay? Das ist nicht wirklich was Schlimmes. Dann kommt das, was ihr hier ausgebt. Das ist quasi durch diese beiden Prints, okay? Also Print bedeutet immer, ihr schreibt was hier raus. Und dann am Ende kommt immer Process Finished with Exit Code 0. Wenn ich hier was anderes wie eine 0 habt, dann heißt das, ihr hattet einen Fehler. So. Bei dir wird das unten nicht angezeigt. Was heißt, bei dir wird das unten nicht angezeigt? Konntest es nicht ausführen? Kam dann Fehler oder so? Zu der Hausaufgabe sage ich später noch was. Gut. Okay, in der Konsole wird scheinbar was nicht richtig ausgegeben. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was bei dir schiefgelaufen ist, ansonsten schreibt mir nachher einfach. Dann machen wir das da. Gut, was ich euch noch zeigen möchte, ist Folgendes. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel einfach ein if reinbauen. Das ist dann sozusagen was nur eventuell ausgeführt wird. Ja, das wird nicht in jedem Fall ausgeführt, sondern nur, wenn etwas passiert. So, wir machen hier mal zum Beispiel sowas wie 42 ist gleich 43, okay? Das werde ich jetzt nicht genau erklären, weil ihr dazu einfach schon genug Videos habt. Das ist einfach nur jetzt was, damit ich euch die IDE kurz besser zeigen kann, damit ihr die Übung, die ich euch nachher zeige, besser machen könnt, okay? So, und dann gehen wir hierher und machen hier ein Print unmöglich, weil 42 ist niemals 43 mehr. Sagt mir auch schon meine IDE, das ist niemals erreichbar. This code is unreachable bedeutet für euch, geht nicht, ja? Da kommt der Code niemals hin. So, okay.
Und jetzt, was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Wir können hier noch ganz kurz debuggen. Das sieht erstmal mega schrecklich aus, aber es ist sehr hilfreich, wenn ihr eine Übung habt und vielleicht gerade nicht mehr wisst, was ihr so gemacht habt. Und dazu gehen wir hier mal her und setzen hier vorne, also so sieht es bei euch aus, klicken hier vorne einfach zwischen die Zeilennummer und euren Code, dazwischen hier rein einfach. Dann kommt so ein roter Bobbel, ja, und dann klicken wir hier auf diesen grünen, diesen grünen Käfer eigentlich, weil es ist ja ein Bug. Also ein Käfer, tatsächlich ein Käfer. Neben eurem Plus oder eurem Play-Button. So, das heißt, wir klicken hier auf Debug und dann müssen wir hier noch den Zugriff zulassen. Macht das aber nur für private Netzwerke und nicht für öffentliche, okay? Also, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch eine Abfrage. Nein? Cool. Wunderbar. Okay, und was wir jetzt hier sehen ist, wir führen den Code von oben nach unten aus, okay? Also bis zu diesem Print hier, bis zu diesem How are you, führen wir den Code aus, aber nicht weiter. Das heißt, alles, was unten dran ist, haben wir noch nicht ausgeführt. Und deswegen können wir uns jetzt hier alles angucken, was wir tun wollen. Also wir können hier tatsächlich, lass mich hier noch kurz weiterschreiben, unten drunter, so, wir können hier jetzt tatsächlich einfach schrittweise weitergehen, indem wir hier diesen kleinen grünen Button mit dem Strich vorne dran machen. Ja? Also dieses Resume Program bedeutet, wir gehen einen Schritt weiter bis zu unserem nächsten Breakpoint. Diese roten Dinger sind Breakpoints. Da wir danach keinen Breakpoint mehr hatten, laufen wir einfach komplett bis zum Ende durch. Okay? Wenn wir jetzt aber 2 Breakpoints haben, dann können wir hier auf diesen Käfer draufdrücken. Das dauert ein bisschen. Laufen bis zum ersten Breakpoint. Und wenn wir hier oben, wenn wir hier dann zum Beispiel uns angucken, was wir gerade machen, beziehungsweise hier unter Run, dann sehen wir, okay, wir gehen hier auf Debug und sehen dann, okay, wir können hier einfach bis zum nächsten Punkt weiterlaufen. So, und dann landen wir hier unten bei diesem Punkt. Der wird euch dann immer gehighlightet, wo ihr gerade seid. Okay? Und das ist ziemlich nützlich, weil dann kann man einfach den Code sozusagen pausieren an einer bestimmten Stelle. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie sowas machen wie den Code abbrechen, also hier ein künstliches Exit reinstecken und dann wird euer Code einfach nicht mehr weiter ausgeführt, sondern er wird einfach weiterhin komplett bis zum Ende ausgeführt, aber ihr seht dann, wo ihr einfach kurz eine Pause machen wollt. Das ist super hilfreich, wenn ihr dann irgendwie mal was Größeres schreibt. So. Jetzt will ich euch schon ganz kurz eure Aufgabe vorstellen und was wir eigentlich machen wollen, okay? Und was wir danach machen ist, okay, ich fange einfach mit der Aufgabe an. So, wir löschen hier mal nochmal alles und was wir hier bauen wollen, ist ein Dialogsystem. Das heißt, wir wollen am Ende sowas haben wie Hallo Benutzer. Also, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Bandersnatch gesehen hat. Das ist ein Film, ein Black Mirror-Film. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Den kann ich sehr empfehlen, wenn ihr alt genug dafür seid. Der ist nicht ganz ohne. Und sowas in der Art wollen wir jetzt quasi bauen. Also das, was da thematisiert wurde. Okay? So. Wir wollen sowas bauen wie zum Beispiel, das wird ausgegeben, also Ausgabe. Ja, ich schreibe jetzt mal, also das ist kein Python-Code, das ist einfach nur das, was wir jetzt bauen wollen oder was ihr dann bauen dürft als Aufgabe. Hallo Benutzer, und dann könnt ihr sozusagen aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen. Also es ist nur ein Beispiel, ihr könnt das bauen, wie ihr wollt. Wir können schreiben Hallo Programm. Wir können schreiben Hallo. Und wir können zum Beispiel schreiben Hallo, du gemeiner, fieser Computer. Okay? Das wird uns auch ausgegeben. Aber was wir jetzt eingeben, ist folgendes. Wir geben einfach nur ein 1, 2 oder 3. In diesem Fall hätten wir 3 eingegeben. Und das bedeutet, es wird diese Antwort hier für uns genommen. Also ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel die Telltale-Spiele gespielt hat. Das kommt da auch ständig vor. Ihr habt da immer 4 Ausgabemöglichkeiten und dürft dann eine auswählen. Nur, dass ihr halt keine Zahl eingebt, sondern dass ihr im Endeffekt draufklickt, beziehungsweise mit dem Controller eben dann das auswählt. Okay? So, und das ist das, was wir hier bauen wollen. Und je nachdem, was wir hier jetzt ausgewählt haben,
Ja, genau. Das, was wir hier ausgegeben haben, also dieses Hallo, du gemeiner, fieser Computer, führt dazu, dass wir jetzt eine andere Ausgabe von unserem Computer bekommen. Das heißt, nach dieser Eingabe kriegen wir jetzt die Ausgabe, nicht Aufgabe, sondern Ausgabe wieder. Hey, das ist aber gar nicht nett. Was habe ich dir getan? Und dann kriegen wir wieder ein paar Auswahlmöglichkeiten und so weiter und so fort, ja. Das heißt, wir haben hier eben die Möglichkeit zu sagen, nichts, ich habe nur schlechte Laune und so weiter und so fort. Also ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Da baut sich dann so eine Art Baum auf, ja. Ihr habt für jede Eingabe, also für jede dieser 3 Eingaben, habt ihr eine andere Erwiderung von eurem Computer. Und je nachdem, was ihr dann wieder drauf antwortet, habt ihr wieder eine andere Ausgabe und so weiter und so fort. Da sind sehr, 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 sehr viele Ausgaben drin möglich. Und das ist sozusagen ein standardmäßiges, tatsächlich das, was viele Computerspiele machen. Und das kann man jetzt eigentlich schon so weit programmieren. Es könnte nur relativ komplex werden, wenn man sehr, sehr groß wird. Okay? Genau. Und, ja, das ist das, was ihr als Aufgabe machen sollt. Ich gehe mal ganz kurz auf die Aufgabe. Ihr solltet mich immer noch sehen. Wunderbar. Wir wollen ein Dialogsystem schreiben und im Endeffekt wollen wir jetzt hier in dieser Reihe, in dieser Live-Reihe, wollen wir uns immer mehr steigern. Ja? Und dann immer komplexer und komplexer werden. Das heißt, am Ende ist das Ziel von dem Ganzen, dass wir hier ein kleines Text-Adventure bauen. Und in diesem Text-Adventure wollen wir dieses Dialogsystem dann verwenden. Und das wäre so der Plan für diese ganze Reihe. Das heißt, wir werden immer größer und größer, aber wir können sehr, sehr klein anfangen. Aktuell sind es Ifs, aber, also ich meine, ich gebe euch jetzt mal ganz kurz nochmal an die Hand, was ihr dazu braucht. So, wir switchen nochmal ganz kurz. Ihr braucht eigentlich nur if und print, ja, und Input, also die Benutzereingaben. Und dann müsst ihr noch was konvertieren. Und im Endeffekt braucht ihr auch noch Variablen. So, das ist auf jeden Fall das, was ihr dringend braucht dafür. Was ihr allerdings noch drüber machen könnt, ist ziemlich viel mehr. Und nein, bei Python gibt es keinen Switch Case. Was ihr allerdings noch darüber hinaus machen könnt, also das heißt, wenn ihr ambitioniert seid und vielleicht noch ein bisschen mehr haben wollt, dann könnt ihr hier sehr, sehr viel machen. Und zwar könnt ihr arbeiten mit, ich schreibe es jetzt einfach mal unter möglich, ihr könnt das Ganze mit Listen machen. Ihr könnt das Ganze sogar, und das ist die Variante, die ziemlich cool wäre, die das Ganze sehr mächtig macht, ihr könnt das Ganze mit Dictionaries machen. Okay? Ihr könnt das Ganze mit einem Baum sozusagen, also euch quasi einen Baum aufbauen, weil ihr ja sozusagen eine Baumstruktur habt. Jetzt bräuchte ich irgendwas zum Malen. Haben wir hier Paint drauf? Wir haben Paint. Wunderbar. So, ihr habt hier oben euren ersten Dialog. Okay, wow, jetzt wird's sehr witzig. Ihr habt hier euren ersten Dialog. Dann habt ihr hier die erste Antwort, die zweite Antwort, die dritte Antwort und die vierte Antwort. Und da habt ihr euren zweiten Dialog. Allerdings habt ihr auch einen 2-, ach du Scheiße, habt ihr schon mal probiert, mit der Maus zu schreiben? Das ist furchtbar, geht gar nicht. Ich probiere das jetzt nur schnell zu machen. Ich hatte irgendwie nicht dran gedacht, das vorzubereiten. Und dann habt ihr hier eben noch die Möglichkeit, bei der vierten Antwort vom ersten Dialog habt ihr 2-, das heißt eine völlig andere Ausgabe und so weiter und so fort. Ja? Und danach habt ihr hier noch mehr Ausgaben. Das ist doch wirklich... Ist es nicht erregend, so schön zu zeichnen hier? Das ist wirklich wundervoll. Okay, also ihr versteht, was ich meine. Das Ding kann sehr, sehr komplex werden, wenn ihr das so aufbaut, okay? Und genau, also ihr könnt das wirklich sehr, sehr groß machen. Wenn ihr auch noch mehr machen wollt, dann kann ich euch noch quasi sozusagen Bonusaufgaben, ja, dann könnt ihr das Ganze, und das wäre gar nicht so schlecht eigentlich, in eine Datei reinschreiben und aus dieser Datei eure Dialogoptionen rauslesen, okay? Das heißt, ihr braucht Dateien, ja? Und wenn ihr ganz fancy sein wollt, könnt ihr auch schon mit JSON arbeiten, okay? So, das sind die Dinge, also das hier oben sind die Dinge, die ihr dringend braucht und das sind die Dinge, die ihr benutzen könnt. Und auf diese Aufgabe lasse ich euch jetzt drauf los. Ihr könnt das Ganze, ihr findet zu allem, was ich hier euch gerade gezeigt habe, findet ihr eigentlich ein Tutorial in der Python-Reihe.
Und ja, das ist jetzt natürlich nicht für die Anfänger unbedingt gedacht, diese möglichen Sachen, ja. Aber diese Sachen hier oben, die sind definitiv für die Anfänger auf jeden Fall gedacht. Das heißt, je nachdem, was euer Programmiergrad ist, ist diese Übung perfekt für euch. Also einfach, wenn ihr wirklich Anfänger seid, das hier oben ist nicht schwer. Das kann man in 2 Stunden locker lernen und sogar zum Großteil bauen. Das hier unten ist, wenn ihr noch mehr Bock habt, was machen oder was noch mehr zu machen. So. Okay, jetzt Fragen zu der Aufgabe. Ich switche noch mal ganz kurz auf die Aufgabe. Und ja, im Endeffekt, lasst euch da inspirieren von irgendeinem Spiel, was ihr sehr, sehr gerne mögt. Zum Beispiel, keine Ahnung, also ich mag Witcher 3 sehr gerne, da gibt es auch sehr coole Dialogoptionen. Okay, Fragen. Monkey Island. Wohin mit der Lösung? Die Lösung dürft ihr erstmal bei euch behalten. Genau. Zu der Lösung. Wir werden das Ganze aufbauen. Wir werden dann auch zusammen sozusagen eine Lösung entwickeln. Und am Ende haben wir dann ein kleines Game sozusagen, ja, was wir zusammen geschrieben haben, sozusagen als Übung. Deswegen sind wir auch jetzt schon fertig, weil wir heute tatsächlich nichts hatten, was wir irgendwie programmieren mussten, ja, oder wollten, weil wir keine Übung von letztem Mal hatten, weil es kein letztes Mal gab. So, und dann baut ihr euch sozusagen euer eigenes Text-Adventure. Und ja, im Endeffekt ist das für euch die Übung. Also ihr müsst die mir nicht schicken. Das ist quasi so groß, wie ihr das bauen wollt, so groß baut ihr das. Es gibt nicht einmal die Woche Morphy School. Es gibt... Ich muss die vorbereiten und alles. Ich muss mal schauen. Naja. So, gut, ich glaube, das sind... hier. Was hat Jason dabei für eine Aufgabe? Jason ist im Endeffekt eine Art von Dictionaries, nur dass man sie sehr gut in eine Datei reinschreiben kann. Da hat schon jemand eine Idee für ein echt schräges Game, das ist sehr gut. Nachher haben wir ein AAA-Game, ich glaube nicht. Es wird keine Grafik geben, so viel kann ich schon mal verraten. Zumindest vorerst noch nicht. Wir könnten eigentlich schon eine Grafik anmachen. Okay. Gut. So, sehr gut. Okay, cool. Das heißt, wir haben keine Fragen mehr. Dann machen wir jetzt tatsächlich schon Schluss für heute. Nächstes Mal geht es dann weiter. Wir bauen zuerst dazu eine Lösung, dass ihr quasi einen Referenzwert habt. So, und anschließend geht es dann eben weiter, was wir dann machen wollen. Okay? Gut, in diesem Sinne hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und wir gehen dann mal in den Talk in Discord. Und ja, bis zum nächsten Mal. Der Stream wird gespeichert natürlich. Okay, dann bis dann. Ciao.